ich 11 oder 12 Jahre alt bin, spiele ich Gitarre. War eben auch in vielen Bands unterwegs und habe verschiedene Stilrichtungen kennengelernt. Und war auch schon immer fasziniert von handwerklicher Arbeit, also dass man sieht, wie aus rohen Materialien ein fertiges Produkt entsteht. Also Steel-Guitars gibt es seit 2011. Ich habe da Studium angefangen der Innenarchitektur in Kaiserslautern und habe dann meinen Partner Oliver Reich kennengelernt. Und wir haben beschlossen, zusammen einfach diese Firma aufzuziehen. Haben dann relativ schnell auch an der Musikmesse in Frankfurt teilgenommen. Und dann 2011 haben wir zum ersten Mal unsere Firma offiziell vorgestellt. Und seitdem gibt es Steel-Guitars. Wichtig bei der Auswahl von Komponenten für eine E-Gitarre ist also natürlich in erster Linie das Holz, dass wir also gut abgelagertes Tonholz verwenden. Wir schauen, dass natürlich alles zertifiziert ist, wenn wir Tropenhölzer verwenden, und schauen auch, dass wir so oft es geht irgendwo auf einheimische Holzarten ausweichen, also zum Beispiel Linde, Ahorn, Erle, Esche, und damit einfach noch so eine ökologische Komponente auch mit reinzubringen. Ansonsten schauen wir, dass die Hardware von unseren Instrumenten größtenteils von Herstellern aus Deutschland kommt. Wir haben ja im Prinzip alles, was wir brauchen, kommt bei uns aus dem Land. Also wir haben wunderbare Tonabnehmer, wir haben prima Hardware, wir haben die verschiedensten Lacke, Farben, Beizen, Komponenten, die wir alle von bundesweiten Zulieferern verwenden können, und achten dann einfach darauf, dass wir kurze Wege haben und natürlich alles so von bester Qualität ist, und aus diesen Komponenten einfach dann unsere Instrumente zu kreieren. Das macht eigentlich so einen Großteil von unserer Philosophie auch aus. Bietet neben der Sonderanfertigung von Custom-Gitarren eben auch eine kleine Variation von eigenen Modellen an, wo wir besonderen Wert auf Oberflächengestaltung legen und uns einfach so ein paar Sachen überlegt haben, die uns gut gefallen und die wir so verkaufen. Außerdem natürlich machen wir auch noch Reparaturen, Customizing, das ist so das tägliche Geschäft. Eine Gitarre bestellt, läuft es im Prinzip so ab, dass wir uns da sehr lange Zeit nehmen für ein Beratungsgespräch, um eben diese Spezifikationen herauszufinden. Es gibt ja unendliche Kombinations- und Variationsmöglichkeiten, wenn man eine Gitarre sich von A bis Z wirklich selbst zusammenstellen kann. Insofern folgt also zuerst die Beratung, wir erstellen also ein Konzept. Danach folgt die Planung, das mache ich bei Custom Designs meistens per CAD am Computer, dass man also schon mal ein ungefähres Preview von der fertigen Gitarre bekommen wird. Und dann erfolgt die Fertigung, also wir suchen dann die Materialien aus, bestellen teilweise Hardware, die wir nicht vorrätig haben, und fangen dann mit der Fertigung an, und das dauert ab Auftragserteilung etwa 8 bis 10 Wochen, bis der Kunde dann sein fertiges Instrument in Händen halten kann.
Schönste für mich an dem Job ist so neben der handwerklichen Tätigkeit an sich eigentlich das Feedback, das du von Kunden kriegst. Es ist ja ein sehr emotionales Produkt, das wir herstellen. Anders als jetzt jedes andere Objekt, das wir haben, Tische, Stühle, sonst irgendwas, hat man ja so einen ganz persönlichen Bezug zu der Gitarre. Und da ist es halt jedes Mal wieder ein schönes Gefühl, dem Kunden sein Instrument überreichen zu können, von dem er vielleicht jahrelang geträumt hat und auf das er auch hingespart hat, und ihm einfach seinen Traum von seiner perfekten Gitarre verwirklicht zu haben. Und der Moment, wenn er dann sein Baby zum ersten Mal in Händen hält, ist natürlich immer wieder was ganz Besonderes. Und diese Dankbarkeit und auch diese Wertschätzung, die man dafür bekommt, ist natürlich schon was Tolles.